Ich hatte einen Plan. Ich, die Sonne, das Meer und meine neue Kamera. Und so bin ich auf die Insel Kreta gelandet. Genauer gesagt so. Herakleon oder Herakleo, die Hauptstadt Kretas, ist eine historische Metropole am Mittelmeer mit einer langen und vielfältigen Geschichte, die über mehrere Epochen durchläuft. Von der minoischen Zivilisation, der ältesten Hochkultur Europas, über die römische und arabische Zeit bis hin zur venezianischen und osmanischen Herrschaft sowie in die moderne Zeit. Eines der bekannten Bauwerke der Stadt ist die venezianische Loggia, ein Renaissancegebäude mit offenen Bögen, kunstvollen Verzierungen und eleganter Fassade, das heute als Rathaus dient. Am alten Hafen findet man ein weiteres Zeugnis der Vergangenheit, die Corles Festung. Sie wurde im 16. Jahrhundert gebaut, um die Stadt vor Piraten und feindlichen Flotten zu schützen. Aber was diese Stadt so besonders schön macht, ist natürlich das Meer. So Leute, erster Tag, Mittagszeit, Mittagspause. Ich habe schon mal versucht, meine Kamera kaputt zu machen. Ja, es ist fast runtergefallen wegen dem Wind. Es ist so windig hier. Es ist kaum vorstellbar. Besonders beeindruckt hat mich die Atmosphäre, die man in den Kirchen hier verspürt.
Das liegt unter anderem an den Buntglasfenstern und der auf der Insel ganz üblichen Sonne. Wenn man den richtigen Moment erwischt, kann man dieses zauberhafte Erlebnis einfangen, bei dem die Sonnenstrahlen ganz sanft durch die Fenster fallen und die Wände mit den bunten Farben erleuchten. Da meine Reiselust immer noch groß war, konnte ich nicht widerstehen und erkundete noch weitere Orte auf der Insel. Mein erster Stopp war die kleine Hafenstadt Rethymno. Weiter ging es nach Chania, einer historischen Stadt mit einem schönen Hafen, bunten Fassaden und leckeren Crepes. Am Nachmittag habe ich die friedliche Aussicht am Koonassee, dem einzigen natürlichen Süßwassersee Kretas, genossen.
Heute war endlich mal der Tag für mich. Und das heißt entspannen. Auf meine Art entspannen. Begonnen mit einem perfekten Frühstück. French Toast mit Erdnussbutter sowie einem Flat White auf Eis. Übrigens war ich die einzige Person im Café, denn nur ich stehe an einem Samstag um 6 Uhr morgens auf. Danach bin ich natürlich ans Meer gefahren, um mich mit der Natur zu vereinen. So, es ist sehr windig hier. Ich hoffe, ich kann was drehen. Ich bin schon ein paar Tage da und es gibt die Zeit, die erste Eindrücke zu teilen. So wie bei jedem Ort findet man Vor- und Nachteile. Und hier sind meine. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, ziemlich deutsch, aber die Bürgersteige, weil die so eng sind oder kaum vorhanden sind, dass man mit dem Koffer gar nicht irgendwie durchkommen kann. Man muss fast die ganze Zeit einfach auf die Straße laufen. Ja, das hat bei mir dann viel länger gedauert, bis ich zum Haus kam, aber das hat sich voll gelohnt. Es kostet alles viel, viel günstiger. Zum Beispiel so ganz normales Frühstück, wenn man irgendetwas Kleines isst und dann Kaffee trinkt. Und meistens kommt man schon, also in Hamburg, auf, keine Ahnung, 10 Euro oder sonst was. Und hier ist es so ungefähr 6 Euro vielleicht. Ich hatte so eine Art von Sandwichbrot, beziehungsweise eher so etwas wie Döner mit Rindfleisch. Und so ein leckeres, so ein säftiges Rindfleisch habe ich keine Ahnung wann letztes Mal gegessen. Ich dachte mir sofort, ich bleibe hier, einfach nur fürs Essen. Aber Leute, wir sind nicht nur für Essen hier. Das Wetter so traumhaft, so viel Sonne, einfach die ganze Zeit, überhaupt keine Wolken. Ich habe mich gefragt und dann habe ich tatsächlich einen Menschen gefunden und den gefragt habe, das ist ein Busfahrer, ob die Leute hier überhaupt irgendwann mal, keine Ahnung, so viele Wolken oder Regen gesehen haben. Und dann meinte er, nö, es gibt tatsächlich so wenig Regen im Jahr, manchmal fast überhaupt gar keinen Regen. Und dann dachte ich mir so, es könnte wirklich sein, dass es Kinder gibt, die nie Regen gesehen haben. Stellt euch vor, das ist echt verrückt. Was übrigens Menschen angeht, sind hier alle sehr freundlich, sehr offen und nett. Deswegen manchmal hatte ich solche Situationen, wo ich mir so dachte, ich brauche ganz bisschen meine Ruhe. Und die komplett fremde Menschen, so, die neben mir saßen oder meine Kamera gesehen haben, die waren so, oh, was machst du hier? Haben mich dann angesprochen, Fragen gestellt. Und das fand ich sehr nett. Einerseits, aber andererseits, ich war so, oh, ich brauche einfach ein bisschen my Space. Abends bin ich wieder in die Stadt gelaufen, um die lokalen Märkte zu erkunden. In den schönen kleinen Gassen findet man zahlreiche bunte Läden, die handgemachte Souvenirs, Schmuck, Keramik, Lederwaren und kretische Spezialitäten wie Olivenöl, Honig oder Kräuter anbieten. Die Atmosphäre war lebendig, aber nicht hektisch. Ein paar Kleinigkeiten habe ich auch mitgenommen.
Nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt liegt der Palast von Knossos, das Zentrum der minoischen Kultur und Ursprung des Mythos vom Minotaurus im Labyrinth. Seine farbenfrohen Fresken und jahrtausendealten Ruinen geben faszinierende Einblicke in die Geschichte der Insel. Als ich diese Reise plante, war es für mich die Möglichkeit, aus dem Alltag rauszukommen, meinen Horizont noch mehr zu erweitern, einen neuen Ort zu entdecken. Ich bin immer sehr offen und bereit für neue Abenteuer. Ich habe mir vorgestellt, dass ich auf die Insel umziehen würde. Wie wäre dann mein Leben? Mit viel Sonne, bunter Natur, mit freundlichen, aber lauten Menschen. Wäre das etwas für mich? Ein entspanntes und friedliches Dasein. Nach all den Tagen, die ich auf Kreta verbracht habe, ist mir eins ziemlich klar geworden. Ja, das ist ein perfekter Ort für den Urlaub, um sich ein paar Wochen lang zu erholen und einen richtigen Sommer zu genießen. Aber ich bin anders. Ich mag viel laufen, viel erleben, in einem schnellen Tempo zu sein. Für mich wurde die Insel auf einmal so klein, als ich in wenigen Stunden auf die andere Seite kommen konnte. Nach einiger Zeit wusste ich nicht mehr, was ich hier noch angucken sollte. Ich bin aber froh über diese Erlebnisse, denn sie haben mich zu diesen Gedanken geführt. Mit jeder neuen Reise entdeckt man einen weiteren Teil der Welt und somit auch eine neue Seite von sich selbst. Und diese Geschichte würde ich gerne mit euch teilen.